Wenn du selbstständig bist und dir einen Firmenwagen anschaffst, also du das Auto im Betriebsvermögen aufnimmst und du es aber privat benutzt, dann musst du darauf tatsächlich Steuern bezahlen, also auf die private Nutzung. Und da könnte die Fahrtenbuchmethode, also ein klassisches Fahrtenbuch, für dich entscheidend sein. Was du beim Führen eines solchen Fahrtenbuchs beachten solltest, das erkläre ich dir in diesem Video. Wenn du selbstständig bist und ein Auto kaufst, hast du grundsätzlich die Möglichkeit, das Auto entweder privat zu kaufen oder halt einfach betrieblich zu kaufen. Betrieblich zu kaufen bedeutet, du ordnest das Auto dem Betriebsvermögen zu und lässt dann alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto entstehen, über die Buchhaltung laufen. Das heißt, die gesamten Kosten reduzieren den Gewinn deiner Selbstständigkeit und reduzieren dann damit auch die Steuerlast. Wenn du dieses betriebliche Auto dann allerdings auch privat nutzt, dann musst du tatsächlich die Nutzung dieses Betriebsvermögens, also des Autos, versteuern. Und für die Berechnung dieser privaten Nutzung, da gibt es zwei Methoden. Die eine Methode ist so eine pauschalierende Methode, die heißt 1%-Methode. Die basiert im Wesentlichen auf dem Bruttolistenpreis des Autos. Darum soll es hier gar nicht gehen. Dazu habe ich ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du findest es aber auch unten in der Videobeschreibung. Die deutlich genauere, die deutlich akkuratere und ganz häufig tatsächlich auch die finanziell attraktivere Lösung ist die sogenannte Fahrtenbuchmethode. Bei der Fahrtenbuchmethode schreibst du wirklich jede einzelne Fahrt auf. Das heißt, immer dann, wenn du dein Auto bewegst, schreibst du das auf. Ganz häufig in so ein Büchlein und dann schreibst du da jede einzelne Fahrt auf. Und bei jeder einzelnen Fahrt machst du unterschiedliche Angaben. Du schreibst aber vor allen Dingen dazu, ob diese Fahrt jetzt privat war oder beruflich war. Und am Ende eines Jahres kannst du dieses Fahrtenbuch nehmen und dann exakt ausrechnen, wie hoch eigentlich der betriebliche Nutzungsanteil war. Das heißt, mit dem Fahrtenbuch kannst du zum Beispiel ermitteln, dass du dein Auto jetzt zu 67% betrieblich genutzt hast und zu 33% privat. Die Kosten, die du laufend hattest mit dem Auto, also irgendwann mal die Anschaffungskosten, aber auch die Werkstattrechnung, die Versicherung, die Steuern, das Tanken, alles, was du irgendwie für dieses Auto ausgegeben hast, das ist ja erstmal in der Buchhaltung gelandet. Wenn du jetzt aber durch die Dokumentation im Fahrtenbuch weißt, dass du das Auto zu 33% privat genutzt hast, dann nimmst du erstmal die gesamten Kosten, die im Laufe eines Jahres im Zusammenhang mit diesem Auto angefallen sind, also inklusive Abschreibung und so weiter, das heißt so eine gesamte Position an Kosten, die dich dieses Auto in einem Jahr gekostet hat. Beispielsweise 10.000 Euro. Das ist dann die Berechnungsgrundlage. Und davon nimmst du dann die mit dem Fahrtenbuch berechneten 33% und rechnest dann 33% von 10.000 Euro gesamte Kosten sind in dem Fall 3.300 Euro. Und diese 3.300 Euro, die musst du dann versteuern als Leistungsentnahme. Weil du hast ja eine Leistung entnommen aus deiner Selbstständigkeit. Und darauf musst du dann Steuern bezahlen. Das heißt, in deiner Buchhaltung ist das dann eine Position im Umsatzbereich. Das heißt, oben in der Einnahmenüberschussrechnung steht dann eine Leistungsentnahme und die erhöht deinen Umsatz. Und dadurch, dass der Umsatz erhöht wird, erhöht sich natürlich auch unterm Strich dann der Gewinn. Und dadurch, dass sich der Gewinn erhöht, ja, erhöht sich dann auch deine Steuerlast. Um wie viel sich die Steuerlast erhöht, ist dann wiederum abhängig von deinem individuellen Steuersatz. Das kann bei einigen von euch 10% sein, bei anderen 30% oder vielleicht auch 40%. Da Autos teuer sind, sowohl in der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb, sind die Kfz-Kosten ganz häufig eine recht hohe Position in deinen Betriebsausgaben. Und bei großen Positionen geht es natürlich auch um viel Geld. Und deswegen schaut sich das Finanzamt solche Fahrtenbücher immer ganz genau an. Und zugegebenermaßen auch, weil gerade im Bereich Fahrtenbuch unglaublich viel getrickst wird. Und das ist der Grund, warum sich Finanzämter solche Fahrtenbücher ganz genau anschauen und es auch regelmäßig Streit gibt zwischen Selbstständigen oder Unternehmen und dem Finanzamt in Bezug auf Fahrtenbücher. Das heißt, du solltest dich unbedingt an die Regeln halten, die so ein Fahrtenbuch mit sich bringt. Und wie man so ein Fahrtenbuch ganz genau ausfüllt und worauf du achten solltest, das schauen wir uns am besten jetzt einmal zusammen an. Also erstmal muss im Fahrtenbuch stehen, von wann bis wann nutzt du dieses Fahrtenbuch eigentlich, weil über die
die Lebensdauer eines Autos wirst du ja mehrere Fahrtenbücher nutzen und letztendlich besteht dein gesamtes Fahrtenbuch ja aus einer ganzen Reihe von solchen kleinen Büchern. Das müssen übrigens auch echte Bücher sein, das heißt, so lose Blattsammlungen gehen nicht, weil man da ja unter Umständen zwischendrin mal Blätter wieder reinlegen oder rausnehmen könnte und das Finanzamt möchte Position für Position nachvollziehen können. Das ist übrigens auch der Grund, warum Fahrtenbücher in Excel oder Word-Dateien komplett verboten sind. Das heißt, für dein Fahrtenbuch nicht in Excel, dann brauchst du es auch gar nicht machen. Das wird vom Finanzamt nicht anerkannt, weil du zwischendrin ja Einträge jederzeit ändern könntest oder zwischendrin wieder was einfügen könntest und löschen könntest und so weiter. Das geht nicht. Dann hast du natürlich ein Fahrtenbuch pro Auto. Das heißt, du schreibst einmal rein, wer bist du eigentlich? Das heißt, wer ist eigentlich der Fahrzeughalter? Wer ist der Fahrer? Was für ein Fahrzeug hast du genau? Was ist der Kfz-Briefnummer? Wie ist die Fahrgestellnummer und so weiter? Weil du natürlich pro Auto ein Fahrtenbuch führst. Und das Ganze ist quasi sowas wie das Tagebuch deines Autos. Und damit gehen wir gleich einmal rein, wie wir das Ganze ausfüllen, ganz konkret. Das heißt, wir sehen hier mehrere Spalten. Wir sehen in der ersten Spalte das Datum, dann die Fahrzeit von bis, die Reiseroute, das Ziel, den Zweck der Fahrt, die besuchten Firmen, also die Geschäftspartner, potenzielle Kunden und so weiter, den Kilometerstand am Anfang der Reise, dann die gefahrenen Kilometer, also die geschäftlich gefahrenen Kilometer und die privaten Kilometer. Die Fahrten zwischen deiner Wohnung und der Arbeitsstätte, die sind steuerlich noch ein bisschen besonders zu handhaben, wenn du zu Hause arbeitest. Das heißt, wenn du einfach zu Hause deine Selbstständigkeit angemeldet hast, dann hast du das Ganze gar nicht und du musst aufschreiben, die Kilometer am Ende einer Fahrt. Und das muss natürlich aufgehen. Also die Kilometer am Anfang der Fahrt plus die Kilometer, die du gefahren bist, müssen natürlich am Ende im Gesamtergebnis die Endkilometer sein. Und dann musst du noch den Namen des Fahrrads eintragen. Übrigens, wenn du mal einen Fehler machst im Fahrtenbuch, ist das auch okay, aber streich das bitte auf gar keinen Fall so durch, dass man hier gar nichts mehr sehen kann, sondern nimm einfach einen geraden Strich, sodass man noch erkennen kann, was davor da stand. Wenn das Finanzamt irgendwas nicht mag, ist es irgendwelche Änderungen, die nicht nachvollziehbar sind. Es ist also vollkommen in Ordnung, wenn du mal einen Fehler machst, dann streich es aber bitte ganz fein durch und nicht, indem du hier so mehrere Male drüber malst. Weil was passiert, wenn das Finanzamt so ein Fahrtenbuch nicht anerkennt? Dann sagt das Finanzamt, naja, wir erkennen dieses Fahrtenbuch nicht an und wir wenden jetzt die 1%-Methode an. Das heißt, du hast die ganze Arbeit umsonst gemacht und zahlst am Ende dann mehr Steuern. Es ist übrigens auch nicht immer so, dass die 1%-Methode teurer ist. Allerdings, in den meisten Fällen ist tatsächlich die Fahrtenbuchmethode günstiger und deswegen lohnt sich diese ganze Arbeit auch. Und wir sehen auch, am 25.06. bin ich direkt morgens auf eine Messe gefahren und zwar auf den Steuerberaterkongress. Das heißt, wir sehen hier Messebesuch, Steuerberaterkongress im Messehotel Berlin Airport, 20 Kilometer hingefahren und auch ich saß wieder am Steuer. Und damit füllen wir einmal die Rückfahrt ein, weil auch die habe ich jetzt gerade hinter mir. Das heißt, ich trage einmal ein, ich bin hier von 18:15 bis 19 Uhr wieder nach Hause gefahren in die Florastraße 48 in 13187 Berlin. Das ist die Rückfahrt von der Messe, das heißt genauer gesagt den Steuerberaterkongress. Und hier ist ganz wichtig, natürlich ist jetzt der Anfangskilometerstand der Endkilometerstand von vorher. Das heißt, die 13.438 Kilometer sind der Endkilometerstand der vorherigen Fahrt und jetzt auch wieder der Anfangskilometerstand. Das heißt, das überträgt man wirklich einfach direkt. Natürlich bin ich jetzt auch wieder 20 Kilometer zurückgefahren. Wenn ich jetzt einen Umweg genommen hätte, weil ich zum Beispiel privat eingekauft habe, dann ist dieser Umweg tatsächlich privat. Dann könnte ich hier zum Beispiel noch 5 Kilometer privat reinschreiben. Wenn ich aber einen beruflichen Umweg genommen habe, weil ich zum Beispiel auf der Rückweg noch einen Geschäftspartner besucht habe oder weil ich noch tanken gewesen bin für meinen Firmenwagen, ist das natürlich eine betriebliche Fahrt, dann müsste ich das auch nochmal jeweils erläutern, warum jetzt der Rückweg so viel länger war als der Hinweg. Und dann schreibe ich auch wieder den Fahrer hin. Übrigens, das Finanzamt prüft solche Fahrten durchaus auch mal nach. Das heißt, schreibt hier bitte wirklich die echten Kilometer rein, weil auch das Finanzamt ist in der Lage, Google Maps zu bedienen und herauszufinden, wie lang ist eigentlich der Weg vom Messehotel Berlin Airport zur Florastraße 48. Sind das tatsächlich 20 Kilometer oder habe ich mir jetzt gerade Fantasiezahlen ausgedacht? Und wenn ich tatsächlich auf dem Weg noch tanken war, muss das natürlich passen, weil ich reiche gleichzeitig natürlich den Tankbeleg ein in meiner Buchhaltung, möchte ihn absetzen. Und natürlich muss ich laut Fahrtenbuch dann tatsächlich auch in der Nähe von dieser Tankstelle gewesen sein. Ganz, ganz wichtig. Solche Sachen
machen, prüft das Finanzamt tatsächlich nach. Und was ebenfalls wichtig ist, dass hier alle Fahrten aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn die nächste Fahrt jetzt privat ist, dann musst du diese Fahrt trotzdem aufzeichnen. Das heißt, du darfst jetzt nicht Lücken haben und hier jetzt einfach die nächste betriebliche Fahrt reinschreiben und zwischendrin bist du halt mal 60 Kilometer privat gefahren. Das geht leider gar nicht. Du musst hier auch jeweils privat reinschreiben. Das reicht dann aber natürlich mit deutlich weniger Angaben. Du schreibst einfach beim Zweck der Fahrt privat rein, dann schreibst du einen Kilometerstand am Anfang, die gefahrenen privaten Kilometer und den Kilometerstand am Ende rein und dann ist es auch fein, weil die privaten Kilometer sind ja letztendlich die Kilometer, die du steuerlich auch selber tragen musst. Das heißt, darauf zahlst du dann ja letztendlich Steuern. Deswegen ist das Finanzamt bei privaten Fahrten nicht ganz so kritisch, dass da alles steht. Und ich mache hier übrigens gerade auch einen ganz substanziellen Fehler. Dieses Fahrtenbuch musst du zeitnah führen. Das heißt idealerweise sofort, nachdem eine Fahrt beendet ist und nicht erst irgendwann später, wenn du mal am Schreibtisch sitzt oder wie ich gerade vor der Kamera sitze. Das reicht nicht aus. Du musst das Ganze wirklich zeitnah führen. Es gibt tatsächlich einige Urteile, wo Fahrtenbücher tatsächlich verworfen wurden, weil die Fahrten erstmal auf Post-its geschrieben worden sind und irgendwann am Schreibtisch dann in ein Fahrtenbuch übertragen worden sind. Das geht so nicht. Das heißt, dieses Fahrtenbuch sollte idealerweise in deinem Auto liegen und du führst dieses Fahrtenbuch direkt. Übrigens, wenn du keine Lust hast auf so ein Büchlein, das heißt, du hast einfach keine Lust, das per Hand zu machen oder siehst jetzt schon, das kann man anschließend sowieso nicht lesen, weil das ist bei mir ehrlicherweise der Fall. Man sieht ja schon, wie ich schreibe, wenn ich am Schreibtisch sitze. Was glaubt ihr, wie mein Fahrtenbuch aussehen würde, wenn ich das auf den Knien im Auto führen würde? Da wird das Finanzamt auch nichts mehr anerkennen, weil halt einfach nicht mehr lesbar ist. Aber für solche Probleme gibt es natürlich Lösungen. Ich würde mal sagen, Lösungen aus dem 21. Jahrhundert und zwar digitale Fahrtenbücher, wie zum Beispiel Wimcar. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Sponsoren dieses Videos. Wimcar ist ein langjähriger Partner. Ich nutze selber Wimcar tatsächlich auch, um mein Fahrtenbuch zu führen. Das heißt, ich kann an der Stelle sagen, ich nutze die Fahrtenbuchmethode und ich nutze Wimcar für mein Fahrtenbuch. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Man hat einen solchen Karton. Und wenn man den aufmacht, dann sieht man einmal eine Anleitung und man sieht vor allem einen Stecker. Und diesen Stecker, den steckt man bei sich im Auto rein und dann trackt Wimcar, also dieser Stecker, jede einzelne Fahrt mit. Das heißt, sobald das Auto bewegt wird, wird die Fahrt aufgezeichnet. Und du kannst dich dann über die Browser-Version von Wimcar oder meine persönliche Empfehlung über die mobile App von Wimcar einloggen und siehst dann jeweils deine ganzen Fahrten. Das heißt, damit sparst du dir unglaublich viel Dokumentation, weil automatisch natürlich das Datum, die Uhrzeit, den Anfangskilometerstand, den Endkilometerstand, die gefahrenen Kilometer und tatsächlich auch die rein praktischen Ziele aufgezeichnet werden. Das heißt, ganz, ganz viel ist ja sowieso schon da und das Einzige, was du jetzt eigentlich noch ergänzen musst, ist erstens, war das Ganze beruflich oder privat? Was war der Anlass? Also war es zum Beispiel der Steuerberaterkongress, war es ein Kundentermin und so weiter. Das heißt, diese Informationen gibst du noch an und dann ist auch das Zusammenrechnen des Fahrtenbuchs am Ende des Jahres signifikant einfacher, weil du gehst einfach in der App rein und klickst auf die Auswertung und siehst dann, okay, danke, 33% waren private Fahrten und du musst nicht den Taschenrechner anschmeißen, um dann das ganze Jahr nochmal durchzurechnen und dein Fahrtenbuch nochmal anschließend irgendwie auszurechnen, wie viele Fahrten gesamt, wie viel beruflich und so weiter. Das sparst du dir alles, weil das Ganze einfach quasi automatisch von Wimcar erledigt worden ist. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und dir deine Frage beantworten, worauf du beim Führen eines Fahrtenbuchs achten solltest. Dabei ist es letztendlich auch egal, ob du ein Papierfahrtenbuch verwendest oder die elektronische, die digitale Version. Ich persönlich bin natürlich Fan von der digitalen Version, einfach weil ich faul bin und auf der sicheren Seite sein möchte. Nicht, dass das Finanzamt anschließend sagt, oh, Melchior, deine Schrift ist aber nicht leserlich, jetzt wenden wir mal die 1%-Methode an. Darauf habe ich keine Lust, deswegen nutze ich tatsächlich Wimcar. Bin sehr, sehr glücklich, dass es das gibt. Bin sehr, sehr glücklich, dass Sie dieses Video und diesen Kanal damit unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank an Wimcar. Falls du dir Wimcar genauer anschauen möchtest, dann klick mal auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch eine Frage hast, sei es zu Wimcar, zum Papierfahrtenbuch, zum Auto generell oder generell zum Thema Buchhaltung, Steuern für Selbstständige, dann lass es mich im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Und jetzt ist der beste Moment, den Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen nämlich regelmäßig Videos zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige. Und damit du bei diesen Themen auf den Laufenden bleibst, solltest du abonnieren. Oder du schaust einfach direkt eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.